Hat er euch eigentlich schon einen Gedanken gemacht, wo der ganze Driss hinkommt in den Müllabfuhr jede Woche abfällt? Nee, ja. Also ich schon. Und dachte mir, ja, das hier ich jetzt mal erforschen. Wo kommt unsere Müll hin? Willkommen zum Tag der offenen Tür op der Mülldeponie. Heute erfahren wir alles, was man nie über Müll wissen wollt. Ich habe den Tag als erstes mit einer kleinen Bustour begonnen. Die Mülldeponie erstreckt sich über 126 Hektar. Ja, das wird zu Fuß ein bisschen zu viel. Gleich zu Anfang sieht man einen grünen, sanften Hügel mit ein paar Bäumchen hier und dort. Sieht aus wie eine Verlängerung vom Wald, der hier leicht dahinter litt. Ruhig, friedlich, fast idyllisch. Aber Täuschung gelungen. Denn dieser Hügel ist alles andere als natürlich. In Wirklichkeit ist er eine riesige Zeitkapsel, keine Witz. Unter dem Gras liegt fein säuberlich gestapelter Müll, und zwar aus den letzten 50 Jahren. In den 1970ern wurde diese Deponie angelegt und seitdem wird hier geschichtet, was das Zeug hält. Kaputte Schuhe, vergessene Spielzeuge, Toaster, Matratzen, Verpackungen, alles schön vergraben und mit Äd zugedeckt. Gut, ein bisschen seltsam wirken hier die Rohre, die überall aus dem Boden ragen. Aber die müssen Sinn. Das sind sogenannte Gasbrunnen, denn klar, Müll stinkt, besonders im Sommer, und dabei entstehen Gase, die dem Klima nicht gerade gut tun. Also absaugen und ab damit ins Kraftwerk nebenan. Und tada! Strom für etwa 4000 Haushalte. Clever, oder? Hier beginnt ein neuer Bereich der Deponie. Das heißt nicht einfach Teil B oder Abteilung 21 oder so, sondern Zelle. Und bevor so eine Zelle überhaupt mit Müll befüllt wird, da wird erstens ordentlich vorgesorgt. 3 Meter dicke Tonschicht unten rein, dann eine extra starke Plastikfolie obendrauf, so eine Folie, wie man sie auch beim Schwimmbadbau verwendet. Denn man will ja schließlich nicht das Grundwasser verseuchen oder die Äd vergiften, ne? Und erst dann darf der Müll da rein. So eine Zelle braucht ungefähr 3 bis 4 Jahre, bis sie voll ist. Und warum nicht immer gleich lang? Ganz einfach. Wenn ihr zu Hause schön fleißig trennt, Bioabfall, Plastik, Papier, dann landet viel weniger Müll auf der Deponie. So je besser wir trennen, desto länger kann die Zelle befüllt werden. Ach ja, und dann wäre da noch der berüchtigte Müllsaft. Klingt nicht lecker, ist es auch nicht. Das ist die Brühe, die sich vom Müll im Boden sammelt. Und wie gesagt, man will ja nicht das Grundwasser oder die Äd verseuchen. Deshalb wird es über Rohre in eine Kläranlage gepumpt, dort gereinigt und dann erst wieder in die Natur entlassen. Recycling wird hier übrigens nicht mehr eingesammelt. In Ontario gibt es ein neues Gesetz. Die Hersteller müssen sich selbst um das Recycling kümmern, also Verpackungen, Plastik, Papier und Co. Die werden zwar weiter abgeholt wie bisher, aber nicht mehr von der Stadt, sondern von einer privaten Firma, die von den Herstellern beauftragt wird.
Ja, und wenn man hier unterwegs ist, sieht man auch das ein oder andere Tierchen. Während die alte Deponie, die unter der Erde versteckt ist, wie ein kleines Naturparadies, Tiere wie Rehe, Gänse und allerlei Vögelchen anlockt, zieht es Waschbären, wilde Truthähne, Mäuse, Ratten in die neue Deponie. Auch Seemöwen finden das sehr attraktiv und die bringen ganz schön Chaos. Ihr Kot enthält Keime und Bakterien und dann trecken die der Müll raus und verteilen ihn, wo er nicht verteilt wird soll. Das ist nicht gerade hilfreich, die Deponie so gut wie es geht sauber zu halten. Damit das alles ein bisschen unter Kontrolle bleibt, haben die hier was eingesetzt, was ganz natürlich ist. Und das finde ich echt eine gute Idee. Falken. Die sorgen für elegante Weise dafür, dass die Möwen sich besser einen anderen Ort suchen. Natürlich wollte ich sofort wissen, wie das Ganze in der Praxis läuft. Also ab zur Falknerin, die hier mit ihrem gefiederten Kollegen gerne Auskunft gab. So yeah, my name's Julia. This is Nurgle. He's a peregrine falcon. We have a job here, and that is to keep the other birds away, so mainly the seagulls. Sie stellte uns Nurgle vor, einen eleganten Wanderfalken mit beeindruckender Flugkunst, und Sandy, eine stattliche Habichtsdame mit klarer Ansage: He, bestimme ich. Gemeinsam patrouillieren sie die Deponie und ihre Mission ist eindeutig: Möwen fernhalten. Nurgle schraubt sich hoch in den Himmel, um dann blitzschnell herabzuschießen. Allein dieser Anblick reicht, damit die Möwen das Weite suchen. Und wenn Sandy im Tiefflug kommt, dann wird ganz schnell das Weite gesucht. Vor ihr haben die Möwen richtig Respekt. Kein Wunder bei dieser Größe und Entschlossenheit. Aber Möwen wären ja nicht Möwen, wenn sie nicht ein bisschen Grips hätten. Inzwischen erkennen die schon den Waren der Falknerin und die denken sich: oh, jetzt wird es ungemütlich, also flattern sie lieber rechtzeitig davon. Damit es trotzdem spannend bleibt, trickst auch die Falknerin ein bisschen. Sie variiert ihre Einsatzzeiten. Mal morgens, mal mittags, mal montags, mal freitags, ganz spontan. So bleibt der Überraschungseffekt auf ihrer Seite und ihre zwei Raubvögel freuen sich auf die Jagd. Fazit: eine ziemlich elegante und natürliche Lösung gegen das Möwenchaos. Und ganz ehrlich, so eine Müllplatzpatrouille mit Raubvögeln ist auf jeden Fall besser als tonnenweise Gift streuen, oder? Hat er zu Hause auch so eine grüne Biotonne? Ja, dann kennen wir das Spiel. Da kommen Bananenschalen rein, alte Brotreste, Gemüse, das irgendwie da zeitlich gesegnet hat, Kot, alles, was uns lecker war, aber jetzt keiner mehr essen will. Der Bioabfall wird einmal pro Woche abgeholt und landet erstmal auf der Deponie in Waterloo. Von dort geht es wieder nach Guelph, denn dort steht die große Bioabfallanlage. Und die wird dann erstmal zerkleinern. Ein riesiger Schredder macht aus dem Abfall klitzekleine Stücke und dann heißt warten. 6 bis 8 Wochen dauert es und aus dem, was uns jammerliche Reste waren, wird frische, gesunde Äd. Die kann dann in Parks, Gärten oder auf den Feldern wiederverwendet werden. All eure alten Essensreste kommen zurück in der Äd und helfen dabei, dass neue Pflanzen wachsen können. Cool! Nächstes Jahr kriegen wir neue Mülltonnen und das sind dann hier die Kavenzmänner. Da passt viel rein. So eine große brauchen wir ja nicht ever. Naja, man weiß es nie, ne? Vielleicht hast du uns eine extra Bügel, der da auch rennen muss, ne? Übrigens, bei uns geht der Müll alle 2 Wochen und Recycle- und Essensreste einmal die Woche. Die passenden neuen Müllautos kommen parallel dazu auch nächstes Jahr. Die Trucks von morgen machen alles vollautomatisch. Die erkennen von selbst, welcher Abfall in welche Lade muss. Und statt wie bisher 2 Personen, braucht es für die Abfuhr dann nur noch eine. Die
guten alten blauen Boxen für Papier und Plastik blieben. Neue Boxen jedes Esens nicht. Aber etwas mehr Sorgfalt beim Trennen ist nicht verkehrt. Papier in die eine Box, Plastik, Glas und Konservendosen in die andere. Je besser wir sortieren, desto mehr kann recycelt werden und das freut die Umwelt. So, das war es von unserer Mülldeponie. Ich fand das sehr interessant. Ich hoffe, ihr auch. Ist bestimmt auch mal wissenswert, bei euch nachzufragen. Ja, und dann ich wünsche euch jetzt. Bis dann. Tschüss. Hau ab, du blöde Möwe! Verschwinde! Dreckelige Heringsgopf!